Hallo zusammen, wir sind Julia und Simon und reisen seit mittlerweile 25 Monaten von Argentinien bis nach Alaska. Genau, und heute haben wir was Fantastisches vor. Uns steht der Grenzübertritt bevor von Mexiko in die USA. Wir sind ultra aufgeregt, wirklich. Ich war ja schon ewig nicht mehr vor einem Grenzübertritt so aufgeregt. Wir haben uns auch einen ganz kleinen ausgesucht, haben den Tipp bekommen, dass es da super easy sein soll. Ja. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob er überhaupt offen ist. Man muss sagen, wir waren noch nie in den USA zuvor. Ja, und deswegen wissen wir auch überhaupt nicht, was uns in den Vereinigten Staaten erwartet. Man hört ja sehr viel Gutes, aber auch sehr viel Schlechtes. Wir kommen jetzt auch in die heiße Phase des Wahlendkampfes rein und der Wahlen. Wir sind ultra gespannt, was uns erwartet. Auf die Landschaft, auf die Natur vor allem. Ne? Da haben wir nur super Sachen gehört. Vielleicht wird das Freistehen wieder ein bisschen leichter. Hoffentlich. Auf die Supermarktpreise sind wir sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet. Allgemeinkosten in den USA. Da haben wir auch schon alles gehört von ultra teuer, plant das Dreifache ein, bis zu, ja, so schlimm war es gar nicht, kleines bisschen mehr. Ne? Ja, auch die Autoversicherung, die Kfz-Haftpflicht kostet stolze 350 € umgerechnet für 3 Monate, für 90 Tage. Also auch kein Schnäppchen. Aber wir freuen uns trotzdem. Wir sind nur noch 2 Kilometer von der Grenze weg. Die fahren wir jetzt noch. Und dann berichten wir, wie es geklappt hat. Filmen können werden wir da wahrscheinlich nicht. Nee, aber hoffentlich sehen wir uns gleich von der anderen Seite. Abfahrt. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich versuche es euch aber gleich so gut wie es geht zu filmen. Hier vor uns ist tatsächlich der Grenzzaun, den wir selber ja nur aus dem Fernsehen kennen. Also dieser braune, riesige Zaun, den glaube ich auch Donald Trump mit initiiert und gebaut hat. Es sieht auf jeden Fall sehr mächtig aus und ja, ich gucke jetzt mal, dass ich es für euch einfangen kann. Der Grenzzaun ist hinter uns. Somit haben wir Mexiko schon hinter uns gelassen. Haben ausgestempelt. War total easy. Ganz mini kleines Gebäude hier. Kurz rein, ausgestempelt. Auch nur wir. Das Auto darf ja nämlich 10 Jahre hier bleiben. Weil es ein Camper ist. Die kriegen 10 Jahre in Mexiko. Auch gut. Da kommen wir ja auch wieder. Da müssen wir die Gebühr für Autoeinführer auch nicht nochmal bezahlen. Da draußen steht die Julia, filmt und fotografiert alles. Es ist voll verrückt. Da sind die USA und wir sind hingefahren. Auch eine Premiere. Ich weiß nicht, wir haben schon über 20 Grenzen oder so übertreten, weil wir auch ein paar Mal schon hin und her gehüpft sind, gerade Argentinien, Chile. Und das hier ist unsere erste Drive-Thru-Grenze tatsächlich. Wir hatten das nur einmal von Chile nach Bolivien an der Lagunenroute und da lag es einfach dran, dass es arschkalt war und der Wind gepfiffen hat und es einfach eisig war. Da kann man verstehen, dass die Grenzbeamten nicht draußen stehen wollten. Oder man einfach nicht draußen parkt, vielmehr die Grenzbeamten sind ja drin und üblicherweise geht man ins Gebäude. Und hier in die USA fährt man einfach durch. Da stehen wir an der Grenze. In der Kofferraum wurde schon geguckt. Jetzt wurde mal nach unserem ESTA gefragt. Haben wir nicht, gell Julia? Nee, weil man das eigentlich nur dann braucht, wenn man in die USA fliegt, aber nicht auf dem Landweg. Wir kommen ja über Land. Ich hoffe, die kriegen das jetzt geklärt. Wir müssen jetzt zum Supervisor und dann schauen wir weiter. So, unsere Infos. Vielleicht brauchen wir es doch. Dann müssen wir wieder zurück. Fahren wir zurück nach Mexiko. Nee, ich glaube, die Grenze hier ist einfach zu klein und die kennt sich damit nicht aus. Ja. Wir stehen wieder an der mexikanischen Grenze. Die Einreise war erstmal nichts in die USA. Die sage hier an der kleinen Grenze, wir brauchen ein ESTA. Die Formulare. Laut unseres Wissens, eigentlich braucht man die nicht, nur wenn man über Luftweg einreist, nicht über Landweg. Ja, deswegen jetzt zurück nach Mexiko. Die Julia kommt dahinter schon wieder gelaufen mit dem mexikanischen Beamten, dass wir jetzt hier wieder ins Land dürfen und dann tun wir das erst einmal beantragen, je nachdem was hier jetzt rauskam. Bin mal gespannt, was Julia gleich noch erzählt.
Also er sagt auch, er ist sich sicher, dass wir keinen Ester brauchen. Wir sollten es einfach an der größeren Grenze probieren. So, wir haben endlich Internetempfang, sind jetzt in Agua Prieta, der nächsten Grenzstadt, angekommen. Haben jetzt im Internet natürlich gleich recherchiert, wie die Sachlage ist. Und ich hätte mich echt hart gewundert, weil ich in so Sachen echt eigentlich immer gut informiert bin, wenn es anders gewesen wäre. Aber auch auf der Seite vom Auswärtigen Amt, das ja eigentlich aktuell sein sollte, steht, dass man als deutscher Staatsbürger bei der Einreise über den Landweg, entweder von Mexiko oder Kanada in die USA, kein Ester braucht, sondern nur an der Grenze das I-94-Formular ausfüllen muss. Aber ganz genau. Und jetzt ab über die Grenze. Und jetzt probieren wir einfach nochmal unser Glück an der anderen Grenzstelle und hoffen, dass die da besser Bescheid wissen. Der Grenzübertritt gestern ging voll in die Hose. Ich bin auch gerade herzlich wenig motiviert, hier mit der Kamera zu reden, weil es mir emotional echt nicht gut geht. Aber auch das muss man teilen. Ja, also das ist wirklich der Tiefpunkt der Reise, aber wir fangen von vorne an. Genau, was ist passiert gestern? Wir haben gefilmt, wie wir in die zweite US-Grenze ja reinfahren. Nämlich nachdem er an der ersten ja abgewiesen wurde, der Mexikaner da auch nochmal gesagt hat, ja, kein Problem, größere Grenze, ne? Fahr da hin, probiert es da. Das klappt, kein Problem. Ja, und wir es ja auch nochmal nachgelesen haben in der App, in der offiziellen App vom Auswärtigen Amt, wo er ganz klar stand für Grenzübertritte auf dem Landweg von Kanada und Mexiko in die USA braucht man eben keinen Ester. Wir können den Screenshot auch nochmal einfügen. Wir fühlen uns jetzt nämlich echt ein bisschen wie die Volltrottel, die zu blöd sind, in die USA einzureisen. Wir wussten natürlich von Ester, aber unserer Meinung oder unseres Wissensstandes nach war es eben nur für Einreisen vom Flugzeug. Wir haben vorher recherchiert, nicht nur einmal gelesen, sogar ein zweites Mal, immer das gleiche Ergebnis. Julia hat eben die App von dem Auswärtigen Amt, die offizielle. Und da steht ganz klar drin, Einreise ohne Ester möglich. Also, wir sind daran, reingefahren, haben wir ja noch die letzten Clips gesehen, in die Grenze. Ab dann kann man nicht mehr filmen, US-Grenze filmen, völlig unmöglich. Und alles ging seinen ganz normalen Gang erstmal, wie erwartet. Naja, außer dass sie da schon ziemlich unfreundlich waren, weil er hat dann gesagt, wir sollen an die Lane 3 fahren. Da hat sich dann schon einer vorgemogelt und die war quasi blockiert. Er hat aber gesagt, Lane 3, also stellen wir uns an. Und dann kam er gleich und sagte, what are you doing here? You're blocking my way. Go out here. So. Go to the next one. I told you straight. You're blocking my traffic. Okay. Das ist vielleicht die amerikanische, nicht wie Südamerika oder Zentralamerika, wo alle tranquilo sind. Ne? Nee, also das war schon mal... Ja, aber war ja immer noch der normale Gang von dem Ganzen. Wir sind da reingefahren durch das Gate, haben einen Platz zugewiesen gekriegt. Die haben gesehen, okay, Motorhome, also ein Van, müssen wir uns angucken. Wir haben ihn abgeparkt und dann haben wir uns in den Wartebereich gesetzt. Das war natürlich irgendwie schon das Auto öffnen müssen und so weiter. Handys vorne aufs Armaturenbrett legen. Ist auch alles noch der normale Gang, denke ich. Dann sind die da angerückt mit 5 Leute. Alle rein ins Auto. Haben hier, ja, ich glaube schon ziemlich ordentlich alles einmal durchgeguckt. Ich musste derweil mit den Pässen rein zur Migration. Also ich habe das gar nicht so wirklich mitbekommen. Ja, ich saß im Wartebereich und habe das beobachtet, aber auch nur von... im Prinzip durch das Seitenfenster durch, das bisschen, was ich da halt gesehen habe. Ne? Also Simon durfte auch nicht mit ins Auto. Schon mal ein komisches Gefühl, dass sich Menschen in deinem Auto befinden, wo ja auch Wertsachen sind und so und du gar nicht mitkriegst, was die machen. Ja, genau. Aber okay, ich denke, das ist noch ein ganz normaler Prozess. Musste dann auch hinter die Kiste öffnen, dann haben sie mal das Scharnier abgerissen von der eine Kiste. Dann habe ich mir den Kopf angehauen bei dem Ganzen. Pflaster habe ich noch. Ja, das hat bestimmt eine halbe Stunde oder sogar eine Dreiviertelstunde gedauert. Mehrfach nach Droge gefragt, Drogehund ins Auto, Drogehund Kofferraum. Die eine Polizistin war ganz freundlich, die hat sich unterhalten mit über den Ausbau, dass ihr das gefällt, ob alles selber gebaut und so. Aber die andere, die waren alle ziemlich na, und haben da halt, ja, die Suche halt, ich meine, die machen ihren Job, aber das ist schon unfreundlich gewesen irgendwie.
fast wie in Deutschland, würde ich sagen. Nee, ich fand es fast noch ein bisschen, also sehr, sehr bestimmt alles, ja. Ich war dabei dann in der Migration und habe eben auch nochmal erklärt, dass wir eben der Meinung sind, aufgrund unseres Wissensstandes eben kein ESTA zu brauchen. Als wir dann auch dort gefragt wurden und dann haben sie uns die Pässe weggenommen. Der Supervisor kam, hat auch nochmal gefragt, was Sache ist. Wir haben Der das Cabo, nochmal, auf Deutsch, der Cabo. genau, wir haben das dann nochmal erklärt und er hat gesagt, okay, er ist der Meinung, dass sich das vor ungefähr einem Jahr oder ein bisschen mehr geändert hätte, dass man eben auf dem Landweg ESTA braucht. Er guckt aber nochmal nach, kam dann zurück und meinte, ja, das ist so, deswegen ohne ESTA kommen wir jetzt nicht rein, wir sollen hier warten. Und dann haben wir erstmal eine ganze Weile gewartet. Ja. In der Zeit haben die sich draußen da weiter ums Auto gekümmert. Irgendwann war das dann ja in Ordnung. Ich habe der ganze Krempel wieder eingeräumt, den die da ausgeräumt habe, der Kofferraum zugemacht und so weiter. Auch alles noch normales Prozedere. Die waren dann auch entspannt. Jetzt sind wir fertig, jetzt haben wir keine Arbeit mehr, nichts mehr zu tun, das ist gut. Waren dann eigentlich auch freundlich. Hat der eine oder der andere sich noch unterhalten, das war okay. Und irgendwann habe ich dann das Auto weiter weggeparkt, einfach aus dem Grund, dass man die Lane eben da nicht blockiere weiterhin. Und habe mich dann auch reingesetzt in den Wartebereich. Da warst du dann schon? Ja, ich saß da noch. Ja. Und Simon saß dann noch eine Weile mit bei mir und auf einmal hieß es Julia. Und habe ich gesagt, ja, mitkommen. Und ich wusste gar nicht, was mir passiert. So schnell ging das dann. Haben mich eben die zwei Ladies vom Homeland Security eskortiert in eine Arrestzelle eigentlich. So richtig mit schwerer Stahltür und kein Tageslicht und so eine Edelstahlpritsche und Toilette. Und dann dachte ich schon, okay. Und dann musste ich alle Wertgegenstände ablegen, also Ring ausziehen, Ohrringe ausziehen, Sonnenbrille weg, die Haarclip raus und so. Und musste mich dann wirklich mit dem Gesicht zur Wand stellen, Beine breit, Arme nach oben und so und wurde dann erstmal schön gefilzt. Ja, das war eine sehr unangenehme Situation und dann wurde ich, als ich fertig war, rausgeschickt. Hieß es, ich soll mich da in das Office setzen auf den Stuhl und dann... Ja, ich saß in der Zeit noch vorne, habe das eigentlich gar nicht mitbekommen. Keine Ahnung, kann ja auch ein Büro sein, was die da irgendwas da erledigen oder machen oder... Weil Julia macht ja meistens den Schreibkram. Ich bin da froh, wenn ich da vorne sitzen kann und Julia das erledigt. Irgendwann kam dann auch einer zu mir, der war mega freundlich, muss man sagen. Aber wollte dann auch irgendwie dann wissen, ja, mein Name nochmal, meine Adresse, irgendwas, obwohl sie ja Ausweise alles habe. Name von meinen Eltern, Name von der Julia, ihre Eltern. Ja, okay, habe ich gedacht, vielleicht checke die da irgendwie so ein bisschen Fragespiel, ob das einfach sich gleicht, abgleicht, weiß der Geier was. Stehen, ja. Irgendwann musste die dann auch mitkommen, dann ging es auch in die Zelle, dann wurde genauso durchsucht, Bauchbeutel weg, Schuhe erstmal ausziehen, Schuhe durchsucht nach irgendwas, Schnürsenkel raus, dass ich keinen erdrosseln kann mit der Schnürsenkel, das ist mein Hobby nämlich. Amerikanische Grenzbeamte mit Schnürsenkel erdrosseln, aber ja, nee, es sind halt eher Sicherheitsvorschriften, ne, ist ja klar. Ja, soweit ja auch im Endeffekt gut, aber halt komisch. Könnte auch sein, dass das Prozedere jeder durchmachen muss. Keine Ahnung, wir sind noch nie eingereist in die USA. Mal gucken, ob wir es jemals werden. Das Einzigste war dann, haben sie dann noch Geldbeutel, Bargeld gezählt, Geldbeutel auch einkassiert, alles in eine Plastiktüte rein, was man halt irgendwie bei sich oder am Mann hat. Das Einzigste war das Geld, das haben sie mir vorgezählt, das habe ich dann komplett bekommen, die Pesos und die Dollars, und habe die dann einstecken können sozusagen. Und dann ging es weiter in einen Raum mit Computer, nachdem das alles auch in Ordnung war. Da saß ich schon auf der einen Seite mit der Lady und Simon quasi durch eine Trennwand getrennt dann mit seinem Polizisten auf der anderen Seite. Der war cool, ja, der war echt in Ordnung. Der war nett, ja. Und ja, dann habe ich schon ein bisschen gehört, was die da drüber reden. Das erzählt euch die Julia. Ausführlich. Das gleiche gilt dann nämlich auch für mich, da muss ich es nicht erzählen. Also ich weiß jetzt nicht mehr alle Fragen, aber es ging dann wirklich so ein richtiges Verhör los. Also das ging auch bestimmt gute 2 Stunden oder so. Ja, aber halt auch, muss man auch sagen, viel mit Kopieren, viel mit Schreibkram, alles irgendwie, auch in meinem Fall, der das Englisch erzählt. Ich meine, das Englisch, wir verstehen Englisch, aber das ist natürlich ein anderes Englisch oder amerikanisch, was die rede. Mit Nachfrage, mit nochmal ordentlich erklären, will man ja auch keinen Scheiß erzählen. Ja. 1000 Mal irgendwas tippe, den Bogen 96 Mal ausdrucke und unterschreibe, keine Ahnung was, jedenfalls
Ja, das ganze Prozedere hat auch ewig lang gedauert. Ich glaube, wir waren um 15 Uhr an der Grenze und um 20 Uhr erst wieder raus. Ja. Es galt, alle möglichen Fragen zu beantworten von Name, Adresse, Geburtsdatum, wie alt, Name der Eltern. Wart ihr schon mal in den USA? Warum wollt ihr in die USA? Wo wollt ihr hin? Warum habt ihr kein ESTA beantragt? Haben wir dann eben natürlich gesagt, wir wussten, dass es eben nur auf dem Weg über Luft oder übers Meer halt notwendig ist und nicht über Land. Hat die aber auch nicht interessiert, ne? Das ist Nee, die haben im halt Endeffekt, guckt amerikanische Seite, die zählt, alles andere ist Genau. Humbug. Die hatten am Anfang auch tatsächlich gefragt, ob wir die Fragen auf Englisch beantworten möchten oder in welcher Sprache wir es am liebsten beantworten möchten. Ich habe dann gesagt, ja, es geht gerne auf Deutsch, einfach weil ich mir ultra unsicher war, was da jetzt kommt. Und klar, wir sind des Englischen mächtig, aber ist ja trotzdem nicht die Muttersprache. Spanisch kann sie ganz toll, aber Englisch, gell, brauchst du einen Dolmetscher. Ja, also ich wusste ja einfach nicht, was da kommt. Also mit den Fragen war es letztendlich kein Thema, aber wer weiß, die hatten sich dann auch erst bemüht, irgendwie einen Dolmetscher beizubringen. War dann aber irgendwie keiner aufzufinden. Dann haben wir gesagt, okay, probieren wir erst so. Die Botschaft war auch nicht zu erreichen. Nee, genau. Am Ende des Protokolls war dann eben auch die Frage, ob wir die deutsche Botschaft gerne einschalten möchten. Haben wir dann natürlich auch gesagt, ja, wir würden sehr gern mit denen sprechen. Die schließen aber um 16 Uhr, war ja dann schon um 19 Uhr. Einfach um zu wissen, was wird gerade, was ist jetzt zu tun oder was ist das Geschickteste, was man tun könnte. Na? Genau. Ich denke, die haben ja öfter mal zwei so Deppe vor sich, die ohne ESTA in die USA wollen. Das sind bestimmt nicht die ersten zwei. Ja, egal, jedenfalls gar nicht gewusst, was da passiert. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht verbringen wir die Nacht in der edlen Edelstahlzelle, in der schönen, bis das geklärt ist, bis eine Botschaft erreicht ist oder irgendwas. Wer weiß, keine Ahnung. Ja, das habe ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Ich bin schon davon ausgegangen, dass wir da abends wieder rauskommen. Sie waren auch freundlich, also wir haben immer was zu trinken angeboten bekommen, wir durften eine Toilette, wir haben Kekse bekommen. Mit Cheddar? Ja, mit Cheddar-Geschmack. Cheddar-Kekse. Mir war irgendwann richtig eiskalt, also allein schon durch die Aufregung, aber der Raum war ultra klimatisiert. Ich habe nur meine Birkenstockschlappen an, keine Socken, ich hatte eiskalte Füße. Die haben mir dann irgendwann so eine Rettungsdecke gebracht, so eine Silberfolie. Und Simons Beamte hatte dann auch Mitleid und ist ins Auto und hat meine Schuhe und Socken dann gebracht. Ja, die haben sie ja mittlerweile bestens ausgekannt in unserem Auto. Ja, so lange Rede, kurzer Sinn. Das war dann bei der US-Behörde. Wir durften dann gegen 20 Uhr rumgehen, als wir das alles unterschrieben hatten. Haben sie uns dann rausgelotst, falsch rum durch den Bereich. Dann musste man ja wieder durch den mexikanischen durch, wo man ja schon einen Ausreisestempel im Pass hatte. Musste denen dann beibringen, wir kommen nach Mexiko rein, aber eigentlich sind wir auch noch gar nicht richtig raus und müssen hier wieder zurück, weil wir müssen ja irgendwo hin. Ne? Und dann haben die uns erstmal vorne durchgeschickt und dann gesagt, nee, da geht's nicht durch und dann wieder zurücklotst, wieder in den amerikanischen Bereich. Das fanden die gar nicht lustig. Nee. Die Amis, die haben uns dann da irgend so ein Tor da seitlich aufgeschoben und so, verpisst euch, zu den Mexikanern darüber. Also wir mussten dann eben einen U-Turn machen, nochmal über die US-Seite, um auf den Parkplatz von der mexikanischen Behörde zu kommen, weil auch da eben das Auto dann nochmal gefilzt wurde. Wir mussten den ganzen Kofferraum ausräumen, alle Ikea-Kisten raus. Die da war es mir dann wurscht, das habe ich fotografiert und gefilmt. Die Bilder kommen jetzt. Und da sind wir wieder. Habt ihr gesehen, die haben auch nochmal richtig geguckt. Mit Hund, mit allem drum und dran. Fand das auch überhaupt gar nicht lustig. Aber die waren sehr nett. Ja, deutlich netter. Das sind halt, wie soll man das vergleichen? Die Amis sind, keine Ahnung, ich würde es jetzt bezeichnen als, ich bin halt der Offizier und ich sag hier, wo es lang geht. Der Officer, nicht der Offizier, der Officer und ich sag, wo es lang geht und fertig. Und jetzt bei den Mexikanern oder auch in allen Ländern, wo wir vorher waren, da sind die halt alle nichts. Ne? Ich bin halt hier, ich mache halt hier meinen Job und im Endeffekt ist mir das alles egal. Ich muss hier auch nicht wichtig machen und bin froh, wenn ich hier wegkomme und Feierabend habe. Ne?
Ja, so, die nehmen sich halt tranquilo. selber nicht wichtig und die wollten dann auch wieder wissen, Ja. wo kommt ihr her, was kostet ein Flug nach Deutschland, was macht ihr, super Instagram, cool. YouTube gecheckt und so weiter. Ja. Alles gut. Aber die Dame, die war dann auch sehr, sehr freundlich an dem mexikanischen Ding, weil mir musste jetzt ja wieder rein, waren schon ausgestempelt und hatte dann die Möglichkeit, ein 7-Tage-Aufenthalt kostenlos für, keine Ahnung, Transit oder wie auch immer, wie man es jetzt nennen will, zu bekommen. Oder eben 3 Monate bis zu 6 Monate. Wieder, gar kein Thema. Aber das hätte man halt wieder voll bezahlen müssen mit den 150, 180 Euro haben wir bei der Einreise in Mexiko bezahlt. Das ist halt ein Haufen Asche, ne? Ja, und wir wissen ja noch Und- gar nicht, wie lange die ganze Geschichte jetzt geht. Also wir haben ja immer noch die Hoffnung, früher oder später hoffentlich nach Amerika zu kommen. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen jetzt erstmal die 7 Tage. Genau. Glaube aber nicht so wirklich, dass das alles in 7 Tage jetzt erledigt ist. Das müssen wir jetzt mal sehen. Bedeutet, es stehen jetzt einige Sachen an, die zu tun sind. Wir müssen irgendwie gucken, wie kommen wir jetzt weiter, wie kriegen wir eine Botschaft oder irgendwas erreicht. Und dann müssen wir schauen, ja, wen können wir anrufen? Mexikanische Botschaft, deutsche Botschaft, was gibt's hier überhaupt? Müssen wir uns jetzt erstmal schlau machen. Dann müssen wir, haben wir nur die 7 Tage. Das bedeutet, innerhalb von den 7 Tagen müssen wir uns auch irgendwie um mexikanische Seite kümmern, weil nach 7 Tagen sind wir theoretisch illegal da. Das heißt, auch da müssen wir zu einer Migration. Ja, das ist alles, was bisher passiert ist. Jetzt müssen wir uns überlegen, die nächsten Schritte planen, wie geht's weiter, was machen wir, wen rufen wir an, was gucken wir. Und dazu, ja, stehen wir jetzt eigentlich noch ein paar Kilometer weg von der Grenze, wo wir es gestern probiert haben. Und ja, müssen jetzt eigentlich anfangen zu telefonieren. Die machen nämlich um 9 auf die Botschaft. Und dann, wenn wir das alles durch haben, dann geben wir nachher mal ein Update. Zurzeit sind alle Leitungen belegt. Genau, und heute Morgen eben an dieser lauten Tankstelle habe ich mir dann die Finger wund telefoniert. Ich habe es erstmal bei dem deutschen Konsulat in LA und in Houston probiert. Bei dem Konsulat in LA hing ich ungelogen 2 Stunden in der Warteschleife. Zwischendurch ging dann auch noch unser Guthaben leer. Und wir mussten die Karte wieder aufladen, hat aber alles nichts gebracht, Warteschleife ohne Ende, bis die Sprechzeit von 9 bis 11 dann war, ohne dass ich jemand erreicht habe. Dann habe ich einen Text verfasst, habe das über die Kontaktformulare eben an die 2 Botschaften geschickt, habe eben beschrieben, was passiert ist und wir jetzt ratlos sind, wir brauchen bitte Hilfe, was zu tun, ob nochmal oder ob überhaupt versuchen, das ESTA-Formular trotz Einfach, allem was sie raten würde, ist einfach die Frage, was würde sie raten, was wir jetzt tun sollen, dass wir doch noch die Chance haben, in die USA einzureisen und vor allem so schnell wie möglich. Genau, weil wir einfach jetzt mega verunsichert sind und Ultraschiss haben, dass wenn wir jetzt doch das ESTA ausfüllen, Wir können das jetzt ja einfach noch Dass wir es schlimmer beantragen, machen. was wir vorher schon machen hätten sollen. Ja, aber nicht haben. ja. Aber jetzt irgendwie dann sogar noch, keine Ahnung, die Versuche hier nochmal irgendwas zu drehen für das Visum gesperrt werden oder irgendwas. Das wäre natürlich bescheiden. Problem beim Visum ist einfach, das dauert oder kann dauern, wie lang? 3 bis 4 Wochen bis zu Monate, also je nachdem, wie beschäftigt halt. Bekommt man dann erstmal einen Interviewtermin. Na, das kann schon 3 Wochen dauern und bis das Ding dann genehmigt ist, kann das auch, keine Ahnung, 8 Wochen laufen oder so. Genau, da ist halt, Ich habe gegoogelt, im Internet steht, für Inder beträgt die Wartezeit aktuell circa 999 Tage. ja, wir sind jetzt zum Glück keine Inder. Ja. Egal, also auch für Deutsche kann es ziemlich langwierig werden. Ja, und ich glaube, als Deutsche ist man das überhaupt nicht gewohnt, irgendwo an der Grenze abgelehnt zu werden. Also man kommt ja eigentlich als Deutscher mit einem deutschen Pass immer überall durch. Deswegen ist es für uns jetzt irgendwie eine ganz krasse Situation, die wir einfach auch so noch nie hatten. Und wir haben jetzt wirklich Respekt auch vor den US-Behörden und wollen halt keine falschen Schritte gehen. Von der deutschen Botschaft fühlen wir uns allerdings echt im Stich gelassen. Ja, das ist halt einfach die USA, die speichern halt alles irgendwie im Computer, ne?
alle Länder, wo wir vorher waren, da weiß die Grenze 3 Meter weiter nicht, was die da vorher macht, oder macht das alles ganz anders da wie die nebenan. Das ist also kein Vergleich, ne? Ja. Ja. Ja, tatsächlich haben wir dann aber wenige Stunden später von beiden deutschen Konsulaten eine Antwort erhalten. Deswegen auch, warum ich enttäuscht bin. Die eine hat geschrieben, hat sich nur Bezug genommen auf das Prozedere zu einem deutschen Visumsantrag. Ist ja völliger Quatsch. Wir sind ja Deutsche, ich will ja kein deutsches Visum, sondern ein US-Visum. Hat also gar nichts gebracht, die Antwort. Und die anderen haben einfach nur geschrieben, ja, ist nicht unsere Baustelle. Wenn man nach Deutschland wolle, sitzen wir ins Flugzeug. Ist nicht unsere Baustelle, bitte wendet euch an die US-Behörden, also ans US-Konsulat. Ja, ohne irgendeinen Tipp, ohne irgendwas von irgendeiner Seite, was denn einfach ratsam wäre oder was man machen kann. Also, ja. Genau, dann habe ich nochmal telefoniert, weil ich dann dachte, okay, jetzt lass mal noch bei der deutschen Botschaft in Mexico City nachfragen, wie wir denn vorgehen mit unserer 7 Tage Aufenthaltsdauer, die ja wahrscheinlich nicht reichen wird. Oder ob die was wissen vielleicht auch zu dem abgelehnten Antrag. Die war sehr nett, die Dame am Telefon, und meinte auch nur, ja, wir müssen uns auf jeden Fall an die US-Behörden wenden. Da führt kein Ort dran vorbei. In Nogales wäre eben ein Konsulat. Das haben die uns gestern ja an der Grenze auch schon gesagt. Nogales ist eine Stadt, nochmal 200 Kilometer circa westlicher Richtung Baja California schon, wo man eigentlich erst in 3 oder 4 Monaten in die Richtung wollte. Genau. Aber manchmal kommt es anders. Und ja, dass hier die Botschaft ist eben, haben die mitgeteilt. Und hier auch die US-Botschaft, ne? Oder eine. Um die geht's ja. Ach so, ja. Und die mexikanische aber auch. Genau. Die Migration. Nämlich, das sind unsere 2 Anlaufstellen, die jetzt in der Zukunft, glaube ich, für uns einfach interessant werden, weil man gar nicht anders da wissen, was man denn schon irgendwie machen soll. Nummer 1 haben wir uns überlegt. Wir versuchen zur US-Botschaft einfach zu fahren, um nochmal bestätigt zu bekommen, falls wir denn da einen Termin bekommen oder irgendwas, keine Ahnung, ob uns da irgendeiner anhört, um zu fragen, ist die ESTA-Geschichte jetzt tatsächlich gelaufen oder gibt es die Möglichkeit, das noch zu beantragen, oder müssen wir definitiv ein Visum beantragen? Und wie ist dann der Visumprozess, vor allem wie lange dauert ja, das? falls es Richtung Visum gehen sollte, dann ist ja definitiv Fakt, dass man länger wie 7 Tage in Mexiko verbringen müsse. Deutlich länger. Und somit müssen wir dann erstmal zur mexikanischen Migration, also Einwanderungsbehörde sozusagen, dass wir den Aufenthalt verlängert kriege, das einfach nochmal bezahlen. Man kann es irgendwie auch überziehen, dann eine Strafzahle, aber ist nicht ratsam, hat uns wenn auch man die hier, von der Botschaft nochmal gesagt, ja, vor allem, weil wir nochmal nach Mexiko eigentlich einreisen genau, wollen. und wenn wir hier auch noch rausfliegen, wo soll man dann hin? Ja. Ja, also die 2 Optionen haben wir jetzt. Das ist das Einzige, was uns eingefallen ist, was wir eigentlich tun können. Außer jetzt wild irgendein Visum zu beantragen, weil die ESTA-Geschichte wäre uns natürlich jetzt lieber, weil halt einfach die deutlich schnellere Lösung. Genau, und 9 Ja. 9 Monate, 90 Tage würden uns ja auch erstmal reichen. Für die Pläne, die wir haben, genau. Ja. Und deswegen haben wir jetzt beschlossen, wir machen das Auto abfahrbereit, verlassen unsere Tanke hier, haben extra kein Koks mehr gekauft bei der Trucker hier. Ich war da draußen 2-mal. Muss man auch erzählen, nicht nur negative Sachen, auch lustige Sachen. Also vielleicht ist ja auch negativ, ja, egal. Da draußen kam eben einer und hat erzählt, die ganze Trucker hier, die verkaufen alle Kokain. Dann habe ich gesagt, wir wollen in die USA. Dann hat er gesagt, dann nehmt ihr lieber nichts mit. Aber die haben wohl alle hier den Stall voll und die saufen auch wie die Verrückte. Also die sind hier morgens, stehen die hier mit dem Sixpack, trinken Bier und eine halbe Stunde später fährt dann der große LKW vom. Ja. Aber wir haben auch mal wieder eine Dose geschenkt bekommen. Also die Mexikaner nach wie vor super nett. Nett sind sie alle. Da gibt's gar nichts. Also überhaupt nicht. Ja, jedenfalls Auto abfahrbereit. Jetzt gehen wir Gas. Es ist 14 Uhr. Und wenn es gut läuft, dann ja, sind wir schon 17:30 oder so vielleicht. 200 irgendwas, 30 Kilometer oder so haben wir. In Nogales, wo die 2 Behörden sind. Und dann
Und dann versuchen wir nebenbei noch $359 für unsere Kfz-Haftpflichtversicherung, die wir ja schon bezahlt haben für die USA, irgendwie zurückzubekommen, weil wir wissen ja jetzt nicht, wann wir rüberkommen. Das kann sich jetzt alles ewig ziehen. Genau. Und $350. Die haben wir extra 2 Tage vorher abgeschlossen. Genau, das ist die Securo Gringo. Kann man online abschließen und hatten wir ja 2 Tage eigentlich vorher, bevor wir zur Grenze gefahren sind, abgeschlossen auf das Datum. Das war super gut, ging super einfach, aber ist auch ganz schön happig. Wie gesagt, mit $350 für nur 3 Monate. Na, in Mexiko haben wir, glaube ich, bezahlt 120. 200. 200 für ein ganzes Jahr. Ne? Und Südamerika 80 € für 6 Monate. Einfach mal so im Vergleich. Ja, da haben wir jetzt auch, erst da hast du telefoniert und dann E-Mail hingeschrieben. Die Dame war sehr nett. Also die wollen das jetzt prüfen, ob sie uns das rückerstatten können, weil wir eben erst vor 2 Tagen die Versicherung abgeschlossen haben. Die hat es auch verstanden mit dem Grenzproblem und da hoffen wir jetzt, dass wir wenigstens die Kohle für die Versicherung erstmal kriegen. Richtig, ansonsten muss man sagen, kann der ganze Spaß auch richtig teuer werden. Ne? Wir haben noch gar nicht gegoogelt, wir wollen es gar nicht wissen, was das Visa eigentlich kostet, aber dann haben wir die Kosten fürs Visa, die im Raum stehen, die vielleicht kommen. Dann haben wir die Autoversicherung mit $350, die kommen. Und die 7 Tage Überschreite in Mexiko, was meiner Meinung nach auch zwischen 120 und 140 € oder sowas sind. Das heißt, ja, also das ist auch nicht alles nur ein bisschen Ärger, sondern da geht's auch richtig um Geld, ne? Muss man sagen. Ohne das Hin- und Hergefahren, ne? Mal geschwind jetzt 200 Kilometer darüber und dann vielleicht wieder dahin zurück. Ja, aber ist ja unsere eigene Schuld und ums Geld, also keine Ahnung, Geld tut jetzt gerade am wenigsten weh. Es schmerzt einfach am meisten, jetzt so in den Zeilen zu hängen, nicht zu wissen, wie geht's weiter, geht's überhaupt weiter, endet unsere Reise hier, das wäre natürlich ultra tragisch und peinlich und ja, einfach scheiße, ja. Genug gejammert? Abfahrt? Morgen! Da haben wir übernachtet auf dem Parkplatz der Mall. Schaut ziemlich günstig und bewacht. Und dahinter steht unser Auto und direkt im Hintergrund das braune Gebäude da oder der Zaun dahinter dran sollte eigentlich das Konsulat sein. Da laufen wir jetzt mal hin. Das Auto steht hier gut. Und dann Daumen drücken, dass es vielleicht eine Lösung für uns gibt. Mega aufgeregt, wirklich. Zurück am Van. Update. Ja, wir waren jetzt gerade beim Konsulat. Rein durften wir erwartungsgemäß nicht, aber es kam eine nette Dame raus. Der habe ich dann die Sachlage geschildert oder unsere Fragen. Die ist dann rein und hat sich erkundigt. Kam wieder raus und meinte, mit Echter haben sie gar nichts zu tun. Darüber wissen sie auch nichts. Das können uns nur die Grenzbeamten sagen. Die waren aber ja sehr eindeutig. Visum können sie uns auch nicht helfen, weil in Mexiko selbst können nur Mexikaner Visa beantragen. Für uns geht es eigentlich nur in Deutschland. Ich sehe mich jetzt schon im Flieger nach Deutschland sitzen, zur Botschaft zu gehen und ein Visum beantragen. Ja, fuck, echt. Fuck, sorry, sagt man nicht, aber... Ja, ich glaube, wir versuchen jetzt dann doch einfach erstmal das ESTA zu beantragen. Denke ich. Alles andere, keine Ahnung, mehr wie ablehnen können sie es ja nicht, ne? Nee. Und ansonsten bleibt uns noch zu versuchen, mexikanischer Staatsbürger zu werden und dann ein Visum zu beantragen. Oh. Ja. So einfach. Ich probiere jetzt mal den ESTA-Antrag, aber ehrlich gesagt habe ich nicht viel Hoffnung, weil die uns an der Grenze ja schon gesagt haben, dass wir dafür jetzt gesperrt sind. Wir haben es ja schon fast erwartet. Das ESTA haben wir abgesendet und keine 10 Minuten später auch schon Antwort bekommen, die negativ ist. Wahrscheinlich aufgrund der Vorkommnisse oder dem Versuch, da eben zuvor ohne einzureisen. Ja. Unwissend. Das hat man uns ja an der Grenze schon gesagt. Wir sind ein bisschen doof. Und jetzt ist die Frage... Wir sind so bescheuert, wirklich. Wie blöd kann man sein? Und Visumsantrag im nicht
keine Ahnung, nicht in dem Land, in dem man lebt, also in unserem Fall nicht in Deutschland, ist wahrscheinlich so gut wie unmöglich. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Jackpot geknackt. Ja, jetzt gutes Rad ist teuer. Keine Idee im Moment. Wir überlegen weiter. Die Julia kümmert sich noch kurz um Olli und seinen Sauerteig. Der muss nämlich heute gefüttert werden, bevor der auch noch hinübergeht. Und ja, wir haben überlegt, das Einzigste, was es jetzt ja als allererstes Mal zu tun gibt, ist zur mexikanischen Migration. Wir haben ja nur die 7 Tage. Die müssen wir jetzt verlängern, keine Ahnung, auf 4, auf 6 Monate oder sowas. Und dann hat sich nochmal, Julia, einer vom Auswärtigen Amt, gell? Ja, auf unsere E-Mail gestern jemand vom Auswärtigen Amt gemeldet. Und nochmal gesagt, da und wenn nicht, dann die Visa-Geschichte. Die dauert ja aber. Und wie man jetzt auf die Schnelle, geht es ja anscheinend auch nur aus dem eigenen Land. Da haben wir jetzt gerade nochmal genau nachgefragt. Das wollen wir jetzt bestätigt haben, dass wir auch aus Mexiko ein Visum als Deutsche beantragen können, um in die USA einzureisen. Ja, also nächster Schritt ab zur Einwanderungsbehörde, zur mexikanischen, um unseren Aufenthalt hier in Mexiko erstmal zu verlängern. Ja, da sieht man aber mal wieder, kleiner Fehler, große Ursache. Ne? Hätte man gleich das blöde ESTA da beantragt, aber ja, wir waren uns beide da so sicher. Das steht da auf der Seite, nee, brauchen wir nicht, das war schon so fest im Kopf drin, okay, erledigt. Wir fahren da einfach hin, erste Grenze, kleine Grenze, die wissen es vielleicht nicht besser, ja, an die große, dann geht es schon. Aber ja, damit hätte man so nicht gerechnet, ne? Nein. Die Migration, die uns Google rausgeworfen hat, die war nichts. Nee, wir müssen jetzt zur Migration an der Grenze, also Grenze Mexiko-USA, keinesfalls drüber fahren. Das haben wir gelernt, auf keinen Fall drüber fahren ohne ESTA. Gar keine gute Idee, machen wir nicht nochmal. Da haben wir der US-Grenzzaun, immer am Grenzzaun entlang, Richtung Migration. Immigration haben wir gefunden, aber auch gar nicht so einfach. Theoretisch, ja, kriegen wir die 6 Monate wieder, kostet auch nur $35 pro Kopf, also völlig in Ordnung wäre das. Aber sie muss jetzt erst klären, weil wir ja schon einen Stempel für rein drin haben, wie wir jetzt dann wieder den rausbekommen, um dann die neue 6 Monate rein zu bekommen. Ne? Ja, also sie weiß einfach nicht, ob sie uns jetzt am gleichen Ort den Raus- und Reinstempel geben kann oder ob sie uns jetzt hier rausstempelt und wir an einer anderen Stelle wieder reinstempeln. Das klärt sie jetzt. Muy complicado. Nach Regen kommt ja bekanntlich Hagel. Nein, Julia erzählt. Ja, also zumindest das war erfolgreich, eigentlich wie erwartet, aber man weiß ja nie. Wir haben 6 Monate weitere in Mexiko bekommen, also das verschafft uns jetzt erstmal Zeit und Luft, um alles sacken zu lassen, um zu überlegen, wie es weitergehen kann und soll. Genau, wir warten auf die Antwort, ob ein Visa von hier möglich ist. Das ist ganz wichtig. Ja, wir wollten eigentlich, wir können ja mal noch kurz erzählen, was der eigentliche Plan war. Ich weiß nicht, ob wir das schon jemals erzählt haben. Wir wollten eigentlich jetzt für 3 Monate in die USA und wollten machen Arizona, Utah, Nevada, also auch Yellowstone Park und der ganze Kram, der da mit dabei ist im Endeffekt. Und dann umkehren und wieder nach unten, weitere 3 Monate nach Mexiko, sozusagen über die Winterzeit, wo es ja in den USA oben einfach viel zu viel Schnee und Eis und so weiter hat. Die haben wir jetzt, also den Plan können wir auf jeden Fall umsetzen. Genau, nur die 3 Monate zwischendrin müssen wir mit irgendwas überbrücken. Ja. Ja. Und dann wollte man eigentlich nämlich auf der Baja California, der linke Zipfel, überwintern, um dann endgültig Anlauf Richtung Alaska zu nehmen. Das war der eigentliche Plan. Aber es kommt ja anders. Wir fahren jetzt zurück. Hier gibt es gar nichts, also wir könnten jetzt schon an die Baja fahren. Das wäre auch gar nicht mehr allzu weit. Aber da haben wir halt tagsüber im Moment 45 Grad und nachts, keine Ahnung, 33, 32. Das
Geht für uns halt auch gar nicht, also das ist unmöglich. Hier gibt es irgendwie auch nur ein RV-Park oder sowas, der aber auch nicht cool sein soll. Deswegen macht es jetzt aus taktischen Gründen eigentlich Sinn, wieder zurück nach Casas Grandes, wo wir ja herkommen. Das sind wie viele Kilometer? 400. Also schaffen wir heute nicht. Wahrscheinlich heute nochmal in Agua Prieta übernachten an der anderen Grenze und morgen dann zurück. Genau, das ist der Plan. Mal gucken, was sich noch an Möglichkeiten auftut, was uns noch einfällt. Wir haben schon mit ein paar andere Leute, zum Beispiel mit Max und Merle Kontakt. Die haben auch schon 1, 2 Kontakte aus dem Ärmel geschüttelt und vielleicht noch Möglichkeiten. Aber da sehen wir auch eigentlich keine Hoffnung mehr. Wir sehen eigentlich wirklich nur, dass uns jetzt die Visa-Beantragung hilft. Ja. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir da irgendwie ein Plätzle finden. Entweder zurück an den See, wo das Angeln möglich war, oder eine Therme soll es in der Ortschaft noch geben. Jedenfalls war die Gegend von der Temperatur her sehr angenehm und auch sehr ruhig nachts und hat gut abgekühlt. Deswegen müssen wir uns da jetzt, glaube ich, mal 5, 6 Tage irgendwie niederlassen, ein paar Sachen erledigen und ja, einfach mal taktisch planen, was jetzt da noch an E-Mails reinkommt, was dann Sinn macht. Bis dahin, wir schmeißen wieder das Auto an, fahren zurück, filmen euch noch ein bisschen die schöne Landschaft und halte euch natürlich auf dem Laufenden.